Nun machen wir den ersten Schritt zum Thema des Vier-Säulen-Diagramms. Vielleicht ist euch aber jetzt aufgefallen, dass meine Haare kürzer geworden sind, als ob ein Gärtner mich wie einen Baum behandelt hat. Oder vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass euer Schicksalsdiagramm hauptsächlich aus Elementen besteht, wie zum Beispiel Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Was sie konkret zu bedeuten haben, schauen wir uns in diesem Video genauer an. Es ist wie in der westlichen Astrologie, wenn du zum Beispiel Tierkreiszeichen Löwe oder Fische hast, dann heißt es nicht, dass du wörtlich ein Löwe oder ein Blindfisch bist. Wir wissen, dass die Tierkreiszeichen symbolisch für etwas stehen. So ähnlich verhält es sich bei den chinesischen Elementen. Wir müssen in der Lage sein, uns bildlich vorzustellen, wie sich ein Element verhält. Die Methode des Vier-Säulen-Diagramms beinhaltet keine Tierkreiszeichen im westlichen Sinne, sondern besteht aus Elementen. Manche Elemente sind gut für dich, manche eher negativ. Das hängt davon ab, was dein Selbstelement ist, worauf wir in den nächsten Videos genauer eingehen werden. Heute schauen wir uns jedes einzelne Element genauer an und da lohnt es sich durchaus da mitzuschreiben. Und wichtig ist auch nur, dass du die Elemente auch fühlen kannst und gewisse Vorstellungskraft ist auch wichtig. Lasst uns einfach beginnen und du kannst gerne gleich mitarbeiten. Erstelle dein Schicksalsdiagramm und dann können wir loslegen. Unten in der Beschreibung habe ich einen Link hinzugefügt, wo du dein Schicksalsdiagramm erstellen kannst. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Gerne auch auf das i-Symbol irgendwo da oben klicken. Fangen wir mit dem Element Holz an, denn es beginnt immer mit Holz. In einem Video über die 4 Phasen und 5 Elemente haben wir gelernt, dass das Holz eine expandierende Energie ist, wo die Kraft von innen nach außen in alle Richtungen geht. Wenn du dir einen Baum vorstellen kannst, dann weißt du auch, wie die Wirkungsweise ist. Häufig sehen wir, dass der Baum mit seinen Ästen in allen Richtungen wächst. Selbst in die Erde bohrt er sich in allen Richtungen durch. Daher steht er auch für die Ausdehnung und Ausbreitung. Es wird häufig gesagt, dass das Holz für die Energie des Wachstums, der Erneuerung und der Expansion steht. Zudem fallen Eigenschaften wie Flexibilität, Entschlossenheit und Vitalität. Das Holz bezieht sich nicht nur auf Bäume, sondern auch auf die Blumen und Pflanzen und auf alles, was wächst und gedeiht. Es ist das Holz, das immer nach oben strebt und sich ausdehnen möchte und hauptsächlich in Richtung Himmel, als ob sie nach den Sternen greifen würden. Das Holz ist daher auch eng mit dem Frühling verbunden, das auch für den Neubeginn und das Erwachen nach dem harten Winter steht. Die Natur wird zum neuen Leben erweckt, was auch symbolisch gut zum Holz passt. Das Holz wird auch der Himmelsrichtung Osten zugeordnet. Wenn wir das chinesische Schriftzeichen für Ost heranziehen, dann besteht dieses Zeichen aus dem Schriftzeichen Holz und dahinter die Sonne. Ein schönes Bild, nicht wahr? Wenn du in deinem Schicksalsdiagramm feststellst, dass das Holz sehr dominierend ist, ja, oder dominant ist, worüber wir noch genauer sprechen werden, dann kann es sein, dass du charakterlich eine sehr starke Persönlichkeit hast. Es kann auch sein, dass du oft kreativ und anpassungsfähig bist und natürliche Führungsqualitäten besitzt. Deine Entschlossenheit und dein Ehrgeiz treiben dich dazu an, ständig zu wachsen und die Welt zu verbessern. In der Regel bist du womöglich optimistisch und hast auch eine positive Lebenseinstellung, weil du die Frische hereinbringst. Aus der beruflichen Sicht kannst du, wenn du ein holzdominierendes Diagramm hast, höchstwahrscheinlich in kreativen oder wachstumsorientierten Bereichen erfolgreich sein. Du fühlst dich wahrscheinlich wohler in Umgebungen, wo Flexibilität und Innovation gefragt sind. Dazu kommt die Fähigkeit, Visionen zu entwickeln und andere zu inspirieren, was dich womöglich zu exzellenter Führungskraft oder Unternehmer macht. Aus der traditionellen chinesischen Sicht steht das Holzelement für die Leber
und die Gallenblase. Wichtig ist zu wissen, dass Wut und Frustration, die auch dem Holz zugeschrieben werden, für schlechte Leberwerte und dysfunktionale Gallenblase sorgen könnten. In Bezug auf Beziehungen und Gemeinschaft bist du grundsätzlich gesellig und genießt vielleicht auch die Interaktion mit anderen Menschen. Oft bist du hilfsbereit und unterstützend, legst aber auch manchmal auch kein Blatt vor den Mund, sondern äußerst deinen Standpunkt deutlich und direkt. Für dich sind Beziehungen nur dann förderlich, wenn du und deine bessere Hälfte wachsen könnt. Auf der anderen Seite besteht die Tendenz zur Sturheit und Unnachgiebigkeit, ähnlich wie bei einem Baum, wenn du ihm sagst, er soll sich beugen und einfach nicht tut. Ja, es kann auch sein, dass du manchmal zu impulsiv sein könntest, besonders wenn du das Gefühl hast, dass du nicht wachsen kannst. Stagnationen und Stillstand machen dich womöglich auch voll Kirre, weshalb deine Hausaufgabe darin liegt, dich in Flexibilität und Geduld zu üben. Kommen wir zum Element des Feuers, das nach dem Holz kommt. Das Feuer symbolisiert eine aufsteigende Energie, wo die Kraft von unten nach oben läuft. Wenn wir uns das Feuer vorstellen, dann steigt das Feuer nach oben wie bei einem Heißluftballon. Aus der physikalischen Sicht können wir feststellen, dass die warme Luft leichter ist als die kalte Luft, weshalb die warme Luft aufsteigt. Das haben die alten Chinesen bereits beobachten können. Das Feuer ist nach der chinesischen Vorstellung Energie, Leidenschaft und Dynamik. Es steht zudem auch für Wärme, Licht, Aktivität, Bewegung, Veränderung und Transformation. Zusätzliche Keywords sind auch Enthusiasmus, Freude, Kreativität und Motivation. Es symbolisiert auch die Lebenskraft und Lebendigkeit. Das Feuer wird mit dem Sommer assoziiert, eine Zeit der Hitze und des intensiven Wachstums. Die Natur des Feuers können wir vor allem zu dieser Jahreszeit ganz gut erkennen und fühlen. Es hat die Fähigkeit, Energie zu verbreiten und das Leben zu fördern. Aus der geografischen Sicht wird das Feuer mit der Himmelsrichtung Süden in Verbindung gebracht, da aus der Richtung die stärkste Sonneneinstrahlung kommt. Wenn du feuerdominierendes Diagramm hast, dann hast du wahrscheinlich eine starke emotionale Präsenz und ausgeprägten Charakter. Es kann sein, dass du oft charismatisch und selbstbewusst bist und auch eine ziemlich ansteckende Lebensfreude hast. Dadurch, dass du vielleicht leidenschaftlich und kreativ bist, hast du auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die besonders beeindruckend auf andere Menschen sein kann. Beruflich gesehen eignest du dich für Tätigkeiten, wo Kreativität, Innovation und Führung gefragt sind, ähnlich wie bei Holz. Aber die Art und Weise, wie du dich beruflich etablierst, ist etwas anders als bei Holz. Dir fällt es womöglich leicht, andere zu motivieren und zu inspirieren, was dich daher zu ausgezeichneten Führungskräften, Unternehmern oder auch Künstlern macht. Deine Energie und dein Enthusiasmus können in dynamischen und schnelllebigen Arbeitsumgebungen besonders wertvoll sein. Das Feuer wird medizinisch dem Herzen und den kleinen Darm zugeordnet. Dazu kommt auch das Herz-Kreislauf-System. Dadurch, dass Feuer für die Emotionen steht, ist es wichtig, für emotionale Stabilität und Herzgesundheit zu sorgen. Mangel an Spaß und Freude sorgt für Ungleichgewicht und Instabilität der Gesundheit, weshalb es sich lohnt, nicht zu sehr verkrampft und apathisch zu sein. Empathie hingegen ist ein weiterer Schlüssel dafür, gerade beim Brötchenverdienen. Ihr wollt mit Spaß und Freude Brötchen verdienen und nicht mit Unzufriedenheit Blödchen verdienen. Hört nicht auf die Menschen, die keinen Spaß verstehen oder nicht so auf Party stehen, die auch euch einreden wollen, dass Jobs oder Arbeit nicht erfüllend oder Spaß machen müssen. Ein paar Portionen Humor können vor allem in der Periode 9 für mehr Leichtigkeit sorgen. Wenn du dominierendes Feuerelement in deinem Diagramm hast, bist du in der Regel sehr gesellig und genießt die Interaktion mit anderen. Du hast womöglich eine natürliche Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und kannst in sozialen Situationen glänzen. Deine Wärme und Offenheit ziehen andere an. Beachte aber, dass deine emotionale Intensität manchmal auch überwältigend sein kann.
Die Schwächen des Feuers können sein, dass es dazu neigt, zu impulsiv zu sein und leicht zu emotionalen Extremen zu rutschen. Vor allem in hitzigen Momenten kann das Feuer auch sehr ungeduldig und aggressiv sein, insbesondere wenn das kleinste Anzeichen von Kritik kommt. Oftmals kann es kaum einsichtig in seinen eigenen Fehlern sein und schiebt seine Schuld auf andere und neigt dazu, aus unreflektiertem Verhalten andere Menschen zu diffamieren oder zu diskreditieren. Daher liegt die Hausaufgabe darin, emotionale Selbstkontrolle und Geduld zu lernen, auch hin und wieder sich selbst zu reflektieren, denn was gesagt oder getan wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Als nächstes schauen wir uns das Element der Erde an. Die Erde ist ziemlich interessant, da sie das Übergangselement ist und somit Facetten aller Elemente in sich tragen kann. Auch wenn die Erde eine neutrale oder neutralisierende Kraft hat und daher auch für etwas Statisches und Stabiles steht, ist die Natur der Erde in Wirklichkeit sehr vielfältig. Ihre Erscheinung hängt von den klimatischen Bedingungen ab, dazu werden wir aber bei den irdischen Zweigen noch genauer anschauen. Die Erde steht also nicht nur für die Stabilität und für das Statische, sondern auch für die Nährung, Fruchtbarkeit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Praktikabilität. In der Natur steht sie für den fruchtbaren Boden, der Pflanzen und Lebewesen Nahrung und Halt bietet. Es ist das Fundament, auf dem alles wächst, gedeiht und entwickelt. Die Erde wird in vielen Literaturen mit Spätsommer in Verbindung gebracht. Allerdings ist es aus der Sicht der Vier-Säulen-Methode eher anders. Die Erde befindet sich zwischen allen Jahreszeiten als Übergang von einer Jahreszeit zur nächsten Jahreszeit. Gerade im Jahreszeitenwechsel können wir sehen, dass die Erde ihre nährende und unterstützende Natur zeigt. Das können wir schon feststellen, wenn es im Spätsommer geerntet wird. Die Erde befindet sich geografisch in der Mitte und steht daher auch für die Zentrierung, Ausgeglichenheit und Stabilisierung. Wenn die Erde das dominierende Element in deinem Schicksalsdiagramm ist, dann zeichnest du dich durch Bodenständigkeit, Methodik und Verantwortungsbewusstsein aus. Es kann sein, dass du in der Regel ruhig, unterstützend und zuverlässig bist. Wahrscheinlich bist du eher pragmatisch, was dich vertrauenswürdig und solid macht. Beruflich gesehen sind Tätigkeiten, wo Stabilität, Organisation und Sorgfalt erforderlich sind. Überall, wo Bodenständigkeit, Routinen und Zuverlässigkeit gefragt sind, sind beratende Tätigkeiten und in der Verwaltung und auch im Management gute Bereiche für dich. Aus der gesundheitlichen Sicht steht die Erde für den Magen und die Milz. Sie hängt auch mit dem Verdauungssystem zusammen und hier dürfen wir darauf achten, dass übermäßige Sorgen und Grübeln für Ungleichgewicht der Erdorgane sorgen kann. Menschen mit einem starken Erdelement in ihrem Diagramm sind in der Regel verlässliche und fürsorgliche Partner. Sie bieten eine stabile Basis in Beziehungen und legen viel Wert auf langfristige Sicherheit und Beständigkeit. Ihre praktische und manchmal konservative Herangehensweise kann manchmal zu Konflikten mit dynamischeren Charakteren führen. Das kann durchaus sein, eben, dass Menschen mit starkem Erdelement auch dazu neigen, zu starr zu sein und gar veränderungsscheu. Auch wenn sie lieber Routine vorziehen, können Routinen auch für Stagnation und Bremsung der persönlichen Entwicklung sorgen. Mit wesentlich mehr Flexibilität und Offenheit öffnen sich mehr Chancen und Möglichkeiten, anstatt konservativ zu sein, weil etwas schon immer gemacht wurde. Daher ist es wichtig, nicht durch veraltete Systeme gefangen zu werden. Nun kommen wir zum nächsten Element, und zwar Metall. Welche Bilder schweben euch vor, wenn ihr an Metall denkt? Nun, Metall steht für eiserne Eigenschaften wie Präzision, Disziplin und Stärke. In der Natur repräsentiert das Metallelement harte Substanzen wie Metalle und Mineralien, die für ihre Beständigkeit und Festigkeit bekannt sind. Dieses Element ist mit Eigenschaften wie Entschlossenheit, Unabhängigkeit und einem starken Gerechtigkeitssinn verbunden. Metall wird mit dem Herbst in Verbindung gebracht, eine Zeit der Ernte und des Abschlusses. Diese Jahreszeit zeigt ziemlich gut die Natur des Metallelements,
nämlich das Sammeln und Speichern von Ressourcen, das Abschließen von Zyklen und das Vorbereiten auf den kommenden Winter. Geografisch gesehen wird Metall mit dem Westen in Verbindung gebracht, der Richtung des Sonnenuntergangs und des Endes des Tages oder auch der Beginn für den Abschluss des Jahres. Wenn du dominierendes Metallelement in deinem Schicksalsdiagramm hast, dann kann es sein, dass du oft charakterlich stark und diszipliniert bist. Du hast womöglich eine klare Vorstellung davon, was Recht und Unrecht ist und bist wahrscheinlich auch sehr zielorientiert. Deine Stärken liegen in der Organisation, der Analyse und der logischen Herangehensweise an Probleme. Aus der beruflichen Sicht eignet sich das Metall oft für Tätigkeiten, wo Genauigkeit, Analysefähigkeit und strategisches Denken erfordert sind. Das Metall kann in Führungspositionen glänzen, in denen Entscheidungsstärke und eine unparteiische Herangehensweise gefragt sind. Dadurch, dass du die Fähigkeit haben könntest, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, macht dich zu wertvollen Mitarbeitern in jeder Organisation. In der traditionellen chinesischen Medizin wird das Metallelement mit der Lunge und dem Dickdarm in Verbindung gebracht. Ein Gleichgewicht des Metallelements ist wichtig für eine gute Atemfunktion und Verdauungsgesundheit. Emotionale Zustände wie Traurigkeit oder Unfähigkeit loszulassen bedeutet Ungleichgewicht der Metallorgane. Menschen mit einem starken Metallelement in ihrem Schicksalsdiagramm neigen dazu, in Beziehungen unabhängig und manchmal auch distanziert zu sein. Sie schätzen Ordnung und Klarheit in ihren sozialen Interaktionen. Ihre direkte und manchmal kühlere Art kann manchmal zu Missverständnissen in persönlichen Beziehungen führen. Daher ist es wichtig, mehr Mitgefühl, Interesse und Empathie zu zeigen. Das Metall kann manchmal sehr starr und unnachgiebig sein. Manchmal fällt es dir vielleicht schwer, dich emotional zu öffnen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Empathie und emotionale Intelligenz können die Schlüssel sein, egal in welchem Lebensbereich. Nun kommen wir zum letzten Element, und zwar zum Element des Wassers. Das Wasser steht für die Fließfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Tiefe. Es steht zudem für Weisheit, Intelligenz und Intuition. In der Natur entspricht das Wasserelement etwa den Flüssen, Meeren und Regen, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, Formen einzunehmen, Hindernisse zu umfließen und Leben zu nähren. Wasser wird mit dem Winter verbunden, eine Zeit der Ruhe, Erinnerung und Reflexion. Diese Jahreszeit spiegelt die Natur des Wassers wider, nämlich seine ruhige, tiefe und nach innen gerichtete Energie. Geografisch wird Wasser mit dem Norden in Verbindung gebracht, der Richtung der Kälte und des tiefsten Dunkels. Menschen, bei denen Wasser das dominante Element in ihrem Schicksalsdiagramm ist, zeichnen sich oft durch ihre Einfühlsamkeit und Intuition aus. Sie sind flexibel, anpassungsfähig und oft tiefgründig in ihrem Denken. Ihre Stärken liegen in der kreativen Problemlösung und der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Im beruflichen Sinne eignet sich das Wasser für Tätigkeiten, wo Wissensschatz, Kreativität, Flexibilität und strategisches Denken erfordern. Sie können in Bereichen wie Forschung, Kunst und Beratung glänzen, in denen ihre Fähigkeit, tiefe Einsichten zu gewinnen und innovative Lösungen zu finden. In der traditionellen Medizin wird das Wasserelement mit den Nieren und der Blase in Verbindung gebracht. Ein Gleichgewicht des Wasserelements ist entscheidend für die Nierengesundheit und das hormonelle Gleichgewicht. Emotionale Zustände wie Angst oder Unsicherheit werden mit einem Ungleichgewicht des Wasserelements gleichgesetzt. Menschen mit einem starken Wasserelement in ihrem Schicksalsdiagramm neigen dazu, in Beziehungen einfühlsam und unterstützend zu sein. Allerdings müssen sie frei fließen können und mögen daher keine Einschränkungen. Sie sind oft gute Zuhörer und empathische Partner. Ihre tiefgründige und manchmal rätselhafte Art kann jedoch zu Missverständnissen in persönlichen Beziehungen führen.
Eine Herausforderung für Wasser kann seine Neigung zu Verschlossenheit und Unbeständigkeit sein. Sie können Schwierigkeiten haben, sich festzulegen und konstante Richtungen in ihrem Leben zu verfolgen. Die Entwicklung von Beständigkeit und Offenheit kann für Menschen mit starkem Wasserelement der Schlüssel für viele Lösungen sein. Ja, nun haben wir alle Elemente genauer angeschaut und haben dementsprechend die Grundlagen dafür, wie sich die Elemente verhalten. Wir werden jedoch noch tiefer eintauchen, da es zum Beispiel unterschiedliche Varianten von Holz gibt. Ein Baum verhält sich anders als zum Beispiel eine Blume. Aber das werden wir in den nächsten Videos nochmal genauer anschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video und ciao.